mal die Taschenlampe ausmachen. Bin jetzt mal gespannt, ob wir da bei diesem Bäumchen rauskommen. Müsste hier... Mal nochmal einen Blick auf die Karte. Wir sind jetzt vermutlich irgendwo dann hier an der Rechtskurve, schätze ich mal. So genau weiß man es ja nicht, weil der Typ unfähig ist und kein GPS mitgenommen hat. Was natürlich verdammt clever wäre in so einer Situation. Aber gut. Ich meine, ich weiß jetzt natürlich auch nicht konkret, in welcher Zeit dieses Spiel spielt. Also das Ambiente, das macht mich fertig. Oh. Wo kommen wir hier denn hin? Mal gucken. Das hier ist der See. Dann sind wir jetzt irgendwo hier. Irgendwo hier. Wenn ich jetzt hier entlang laufe, muss ja irgendwo dann da eine kleine Linksabzweigung kommen. Ja, das ist der eine Weg hier, schätze ich. Jetzt setzt auch noch ein Piano ein, was die ganze Lage natürlich noch ein bisschen ungeheurer macht. Wir waren hier auf jeden Fall, da war dieser Nebel. Das weiß ich noch. Ich bilde mir auch ein, dass das das erste Mal war, als wir auf unsere kleinen Helferleinchen getroffen sind. Ich nenne sie jetzt einfach mal Helferleinchen. Vermutlich sind diese Helferleinchen die Hinterbliebenen, die Reste, die Geister der Verstorbenen an diesem Pass hier. Aber jetzt bin ich, glaube ich, schon wieder ein Stückchen zu weit gelaufen. So komme ich hier nur zurück und jetzt bin ich auch schon wieder am Ende vom See. Ich mache jetzt nochmal eine Kehrtwendung. Mal ganz kurz auf die Karte. Ja, wir müssten jetzt hier irgendwo sein und wenn ich den Weg entlang laufe, hier, ich brauche diese blöde Rechtsabzweigung. Mal gucken. Irgendwo muss es hier rechts abgehen. Also richtig krass abgehen, Alter. Weißt du? Hier vielleicht. Ich glaube, das könnte ein Weg sein hier, oder? Nee, es sah wahrscheinlich wieder nur so aus. Ah, hier geht doch was entlang, oder? Das sieht mir nach einem Weg aus. Und dieses Spiel ist auch das beste Beispiel dafür, wie man mit Musik psychologische Wirkung erzielen kann. Nämlich Angst. Man braucht einfach nur irgendwelche schrillen Töne
Und wir sind im Wald und da ist irgendwas. Ein Campfire, Fireplace, Campsite, ach, ein Zelt halt eben. Schön, es wird gespeichert. Und da vorne ist es verdammt rot. Ach du Scheiße. Da ist irgendwas im Busch. Okay, wir sind jetzt hier. Okay. Es ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass hier jetzt gespeichert wurde, weil ich glaube, da wartet wieder dieser Typ. Ich gehe jetzt einfach rein. Schande, was ist in dem Wald hier? Das sieht mal echt übel aus. Und es hat aufgehört zu schneien. Wer hier freiwillig alleine reingeht, der muss echt irre sein. Finden wir hier noch was? Vorne. Hinter diesem Felsen. Das sieht schwer danach aus. Hier ist was. Eine Nachricht. My dear Vera, I'm spending my time in the Institute on long walks in the park. Only here I can find solace, only in the shadows of the trees. My thoughts are peaceful when I see how the sun brushes the green leaves and the wind covers my face in a gentle, warm blow. The doctors say the worst is behind me. The breakdown was temporary. It's difficult for me to say what triggered this state. I know you'll never forgive me for what I've done. The tragedy that I've contributed to shall never find any justification or explanation. I can only cover it up with madness. But I am aware that this is a pathetic excuse, and I'm not able to hide behind it. I take full responsibility for what happened, and I am prepared to be punished. The doctors, however, say I will probably not leave the Institute. You must know I would rather rot in prison 100 times for what I have done to you. I have to confess, I tricked you. I knew you would never, ever want to hear what I have to say to you. That is why I sent my friend with this letter to your sister, and after a lot of persuasion, she agreed to read it to you. I thank her from the bottom of my heart for this. I'm ending this letter. I want to bore you no more. I love you and believe that someday, hopefully, I will be able to tell you all this in person. Luckily, my friend Anton is by my side at all times. He was the one that went to your sister. I hope this letter finds you both well and in good health. I wish you all the best. Forever yours, Vitali. Vitali und Anton. Sind wir jetzt Anton? Ich weiß es immer noch nicht. Und Vitali scheinbar, falls wir Anton sind, ein sehr guter Freund von uns, der irgendwas Vera angetan hat. Aber was? Es muss so schlimm sein, dass er dafür 1000-mal lieber im Gefängnis schmoren möchte. Okay. Aber ganz ehrlich, es sieht verdammt geil aus hier, oder? Mit diesen glühenden Bäumen und so. Das ist richtig, richtig krass. Es ist zwar extrem unheimlich, aber es ist verdammt
verdammt krass. Mann, 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 okay. Kurz auf die Karte. Jetzt bleibt nur noch... Ja, es bleibt nur noch eins. Und das ist das hier oben. Das uns schon mehrmals das Leben gekostet hat. Okay. So, jetzt, ich muss noch mal ganz kurz. Weil wenn ich zurück zu dem Campfire komme, zu unserem Zelt hier, dann kann ich mit Schnellreise auch heim. Das heißt, wir müssen in Richtung Norden laufen. Wo ist denn der Kompass? Da. In die Richtung ist das Zelt. Nein. So. Okay. Aber es ist echt übelst geil gemacht hier. Wahnsinn, da hinten ist es. Okay, da gehe ich jetzt mal schnell hin. Dann speichern wir nochmal. Wir verlassen den glühenden Wald. Was für ein krasser Scheiß, Mann. Und da oben zum Zelt erlaube ich mir jetzt mal zu rennen. Hallo? Speichern bitte? Oder nicht? Okay. Egal, dann reise ich mal wieder zu unserer Standard-Ausgangs-Zeltlager zurück. Hier wird jetzt mal gespeichert, das ist gut. Und jetzt können wir uns nochmal einen kurzen Überblick verschaffen, was wir schon haben und was wir nicht haben. Okay. Ja, das haben wir alles. Notizen sind mit Sicherheit noch einige, die wir nicht gefunden haben. Wobei es schon, muss ich sagen, relativ gut aussieht. Also wir haben eigentlich auf jedem Weg durchaus viele Notizen gefunden. Hier ist es etwas dünner, aber ich glaube auch nicht, dass hier noch irgendwo was wäre. Hier haben wir einiges. Hier oben waren es 2. Hier haben wir eine. Hier ist noch ein bisschen wenig. Wir könnten mal noch nach hier hinten gucken, ob wir hier nicht vielleicht auch noch eine Notiz finden. Oder? Das können wir doch mal... Die Zeit haben wir. Jetzt haben wir ja hier einiges geschafft schon in dieser Aufnahmesession. Müsste jetzt momentan, wenn ich das so von der Zeit her sehe, müsste es jetzt die 3. Folge sein, die ich gerade aufnehme, die ich gerade spiele. Da haben wir doch einiges erreicht. Wir haben 2 von 3 Hauptzielen gefunden, die noch ausgestanden sind. 1 fehlt jetzt noch. Wir haben ein paar Notizen gefunden. Und wir sind wieder um einige Informationen auch reicher. Zum Beispiel, dass Vitali seiner Viera irgendetwas angetan hat und dafür gerne in die Anstalt geht, sein Leben lang. Dass es hier wohl auch etwas mit religiösen Hintergründen zu tun hat. Daher Benny ja Benny hieß er, glaube ich, ins Auge Gottes geblickt hat oder blicken möchte. Und eine Herrscher an Engeln hier reingeflogen kam. So. Hier haben wir die Brücke. Das müsste doch hier sein. Moment, hier sind die. Ja, hier ist eine Brücke eingezeichnet. Das könnte durchaus sein. Da oben sehe ich doch was blinken. Wie komme ich da hin? Guck mal darüber. (27, 52). Ich höre es auch schon wehen. Hier rum.
Alter, hier sind drei Totenschädel im Felsmassiv. Da unten ist noch einer, 4. Und hier haben wir eine Notiz. The weather today clearly got worse, just as our moods. We're all a little scared of what happened last night. There were even some suggestions of going back, but that was outvoted. We set off at around 10 a.m., going the same Mansi trail as we did earlier. We encountered a small camp of a local hunter during our hike. We asked if he had hunted the other night, but he said no. He told us a story about a ghost prowling through the forest in the form of a bright fog. Obviously, this did not make us feel better. We kept on going forward. Today, the hike was slow and difficult. The visibility is close to 0. The temperature dropped to -24 centigrade. Around 4 p.m, we had to start looking for a place to set up a camp. We found a good spot on the verge of the forest, covered from the wind. As exhausted as we were, we began setting it up. We were too tired to dig up a hole for the campfire. We ate dinner in our tents. We had no strength for any discussions or thoughts. At night, I clearly heard someone walking around the tent. I heard them whispering my name. I do not want to talk about it with the rest of the group. They'll think I'm going crazy. Ja, sie wird langsam verrückt, behaupten sie, aber sie wurden eines Besseren belehrt. Und -24 Grad. Alter Schwede, das nenne ich mal kalt. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Wir sind hier hinten. Okay, komme ich hier irgendwie... Komme ich da rüber? Über das Teil hier? Ja, cool. Ich gehe mal hier weiter. Es geht nicht mehr so. Oh. Ich wollte jetzt nicht hier runterfallen. Verdammt, ich komme hier auch nicht mehr hoch, oder? Muss ich da jetzt ganz runter? Da unten ist wieder die Brücke. Okay, dann muss ich halt mal runter wieder, ja. Weil ich bilde mir ein, noch irgendwas zu hören, dass hier noch eine Notiz ist irgendwo. Jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal hier unten. Ne? Hier hinten ist definitiv auch nichts mehr. Zumindest höre ich auch kein Papier mehr im Winde flattern. Kann ich wohl mal wieder zurückgehen. Aber ich habe da noch eins gehört, bilde ich mir ein. Muss noch mal da hoch. Nochmal den Weg suchen. Schon wieder diese grausigen Töne. Okay, hier ist die Hängebrücke. Wir sind hier rumgegangen. Und hier hört man was. Das muss irgendwo hier oben nochmal sein. Mal schauen. Ich gehe jetzt nochmal hier rum. Hier haben wir wieder diese toten Schädel im Fels. Die schon echt bedrückend wirken, muss ich ganz ehrlich sagen. So, kann ich hier noch irgendwo hoch? Ja, hier oben ist doch auch noch mal irgendwas.
Stromleitungen. Und ich höre es hier ganz deutlich eigentlich. Hier rüber. Hier. Okay. Scheiße. Da komme ich jetzt vermutlich nicht rüber. Ich glaube, wenn ich jetzt hier versuche zu springen, dann fällt er runter, ne? Gibt es da einen anderen Weg? Da hinten entlang irgendwie? Die liegt aber auch echt scheiße. Da hinten. Ganz kurz die Karte gucken. Wo ist das denn? Moment mal. Hier ist die Hängebrücke. Hier ist die Hängebrücke. Das ist die hier. Wir sind jetzt auf der Seite und das ist dann irgendwo auf der anderen Seite, aber da führt da kein Weg hoch. Ich frage mich, ob ich es mal riskieren soll mit dem Rüberspringen. Vielleicht macht das ja. Ja, ach geil, er macht's. Wie hart. Schön. Vertrauliche Korrespondenz von Wissenschaftlern von Abteilung 22. Doktor, Name geheim. Ich habe Subjekt Nummer geheim getestet. Es zeigte keine übernatürlichen Fähigkeiten. Sie müssen einen Fehler gemacht haben. Mit freundlichen Grüßen, Doktor Geheim. Doktor Geheim, ich stimme Ihnen zu, die zweite Testreihe zeigte keinerlei Fähigkeiten. Betrachten wir das Experiment als erfolglos abgeschlossen. Das Subjekt ist zu entfernen. Wir bereiten den Transport nach Wladimir 30 vor. Bitte vernichten Sie alle Dokumente und die Korrespondenz. Mit freundlichen Grüßen, Doktor Name Geheim. Okay, wir haben zwei Doktoren. Der eine heißt Name Geheim und der andere heißt nur Geheim. Ich verstehe. Geil, aber wir konnten hier einfach rüberspringen. Das finde ich hier schick. Okay, und dann können wir jetzt praktisch irgendwie den Weg hier. Hier geht's nicht lang. Hier geht's ganz schön abwärts, aber ich versuche mal mein Glück hier. Ich könnte mal gucken auf der Karte. Die ist... Okay. Aber der Weg hier... Welcher Weg ist das hier denn bitte? Und jetzt? Rechts oder geradeaus? Mal hier lang.